Kennt ihr das auch? Ihr kommt morgens raus an euren Pool und da schwimmt lauter Zeug drin. Fast so, als würde da nachts einer kommen und das reinschmeißen. Und wenn ihr keine Lust habt, das jeden Morgen neu rauszuholen, dann empfehle ich euch zum Beispiel den Oberflächenskimmer von Intex. Crystal Clear Pool Basics Deluxe Oberflächenskimmer. Wow, klingt ziemlich geil. Aber kann der was? Falls ihr euch übrigens wundert, warum da oben immer Werbung steht, das muss ich leider machen, sonst habe ich das Risiko, dass die Videos hier irgendwann nicht mehr stehen dürfen, da ich Affiliate-Links unten drunter habe. Ich habe mir die Sachen aber alle selbst gekauft. Hier ist nichts gesponsert, das war mein eigenes Geld und ich mache eine neutrale Bewertung, wie immer natürlich. Daher auch immer, wenn ihr mich unterstützen wollt, bestellt die Sachen über die Links unten drunter. Kein Nachteil für euch und ich kriege ein paar Cent Provision dafür. Die Grundidee von dem Skimmer ist relativ einfach. Der wird hier später, natürlich am Rand, nicht in der Mitte, aber ihr könnt es besser sehen, der wird hier einfach im Wasser bzw. unter Wasser hängen. Der obere Teil schwimmt oben. Alles, was hier rumschwimmt, wird dann über diesen Rand hier reingezogen und bleibt dann innen drin in einem Filterkorb stecken. Der Filterkorb ist relativ grob. Wenn ihr das tunen wollt, gibt es auch Filtersocken, die kann man reinstecken, also aus Stoff. Dadurch werden auch kleinere Teile aufgefangen. Größere Teile werden hier einfach durchgehen und gelangen in eure Pumpe rein. Würden sie ohne Skimmer aber auch, wenn ihr nichts davor habt. Ist jetzt also kein super Nachteil. Am Ende fasse ich dann nochmal zusammen, worauf ihr achten solltet und wie ihr die Sache noch ein bisschen optimieren könnt. Also schön dranbleiben. Alles, was ihr braucht, um den einzubauen, ist dabei. Ihr habt einmal den Skimmer selbst, ihr habt einen Anschlussschlauch sowie einen Adapter, mit dem ihr an den Ansaugstützen der Pumpe euch dranhängt und dann verschiedenste Halter, je nach Poolform, die ihr habt. Ob es ein aufgeblasener Pool, Steel Frame Pool, da ist für jeden der richtige Anschluss dabei. Zusammenbau zeige ich euch jetzt, dauert nur ein paar Sekunden. Für meinen Steel Frame Pool gibt es einmal diese Halterung, wird oben an den Rahmen angeklemmt, festgeschraubt, damit es fest sitzt. Unten dran hängt dann der Skimmer. Dazu werden einmal das Verlängerungsstück hier einfach in die Halterung eingesteckt mit einem Klick. Das dann wiederum in den Skimmer. Der wird eingehängt und vorne mit einer kleinen Plastikmutter fixiert. Unten kommt dann noch der Schlauch dran. Der wird einfach nur angesteckt. Ihr braucht keine Schlauchschelle dafür. Das andere Ende des Schlauchs wird später einfach an den Adapter angesteckt. Aber den stecken wir zuerst mal in den Pool rein. Die Montage vom Adapter hier ist ziemlich einfach. Der wird einfach nur aufgeschraubt. Bei meiner Version von dem Pool hier könnt ihr das andere Teil einfach rausholen. Ja, ihr seht dann, das wird dann einfach hier aufgeschraubt und ersetzt diesen, ich nenne ihn mal Filter, auch wenn es sehr grob ist. Und wir ersetzen das einmal durch den Aufsatz für den Skimmer. Zack, fertig. Und wieder rein damit. Im nächsten Schritt wird der Skimmer einfach eingehängt. Der obere Teil vom Skimmer wird schwimmen. Der untere sollte 2 bis 10 cm unter der Wasseroberfläche sein. Habt ihr eigentlich schon abonniert? Wenn nicht, wird es höchste Zeit. Je nachdem, wie tief euer Wasser ist, müsst ihr natürlich schauen, was geht. Mein Pool ist ja auch eher ein größeres Planschbecken hier. Also wir setzen das Ganze mal rein, lassen es sich mit Wasser füllen, dass es unten bleibt. Dann wird das hier einfach mit den Schrauben am Rand festgeschraubt. Ich hätte es gerne mehr in der Ecke, aber dafür ist der Schlauch leider zu kurz. Das heißt, Tuning-Punkt Nummer 2. Könnt ihr euch natürlich einen längeren Schlauch besorgen. Dann seid ihr flexibler, wo ihr ihn aufbaut. Knallt die Schrauben nicht zu sehr an. Ihr hört, es quietscht schon ganz schön. Das ist natürlich nur Plastik, das verbiegt sich. Da wirken jetzt auch keine großen Kräfte. Ja? Das soll ihn einfach nur an Ort und Stelle halten. Das reicht schon. Her mit dem Schlauch und einmal auf den Adapter. Und los geht's. Blub. Ihr seht, der untere Teil hängt unter Wasser, der obere Teil schwimmt. Hier sieht man jetzt einmal das Ganze im eingebauten Zustand. Einmal die Halterung am Rahmen und hier innen der Skimmer. Und ihr seht, das Wasser innen drin bewegt sich. Wir holen mal ein paar Blätter und testen mal, was er kann. Der Test kann starten. Los geht's. Ich habe es jetzt natürlich in der Nähe vom Skimmer reingeworfen, aber schauen wir mal. Ein bisschen Sog scheint da zu sein und schwupp, das erste Blatt ist drin. Um das Ganze zu unterstützen, hilft natürlich eine Kreisbewegung vom Wasser im Pool. Normale Düsen schießen einfach geradeaus das Wasser rein. Also hier nächste Tuning-Möglichkeit, es gibt Adapter.
Die haben einen 90-Grad-Aufsatz, sodass hier wirklich eine Kreisbewegung im Pool entstehen würde, die dann vielleicht auch unterstützt, dass die ganzen Sachen doch eher im Skimmer landen. Wir lassen sie mal schwimmen, kommen in einer Viertelstunde nochmal her und schauen mal, ob dann die Blätter verschwunden sind oder ob sie immer noch fröhlich hier im Kreis treiben. So, der Skimmer ist jetzt eine Stunde ungefähr gelaufen. Schauen wir uns mal das Ergebnis an, ob er alles rausgefiltert hat. Also auf den ersten Blick, ich muss sagen, das sieht echt gut aus. Ich habe die Position noch mal ein bisschen verändert. Ich habe ihn raus aus der Ecke, weil ich das Gefühl hatte, dort erwischt er mehr. Aber alles in allem, die Oberfläche ist sauber, keine kleinen Mücken drauf. Selbst die großen Blätter hat er rausgefiltert. Da hängen sie alle. Ich muss aber sagen, die großen Blätter, da hat er sich wirklich schwerer getan. Es hat lange gedauert. Alles in allem, denke ich, ein gutes Bild. Also zusammengefasst, ich kann den Skimmer auf jeden Fall empfehlen. Er hält die Oberfläche vom Pool schön sauber, er muss aber ein bisschen laufen dazu. Ihr könnt ihn nicht 10 Minuten anmachen und erwarten, dass er alles sofort eingesaugt hat. Das dauert ein bisschen. Wenn es dann aber eine Weile läuft, gibt es wirklich eine schöne, saubere Oberfläche. Da spart ihr euch auf jeden Fall ein bisschen Arbeit, die Sachen manuell rauszuholen. Der Preis ist auch nicht übertrieben, von daher ist es wirklich eine gute Investition. Nachteil, muss man an der Stelle sagen, wenn ihr nur so einen Mini-Pool habt, wie ich hier, dann nimmt der natürlich echt viel Platz ein. Und ich glaube, gerade mit Kindern ist das Risiko groß, dass sie das Ding einfach abreißen, während sie drin spielen. Ich glaube, ich werde ihn, wenn wir drin sind, wahrscheinlich raushängen aus dem Pool. Auch zu beachten, der Schlauch ist relativ kurz. Das heißt, ihr könnt ihn mehr oder weniger nur da aufbauen, wo eure Pumpe das Wasser saugt. Eventuell einfach einen längeren Schlauch noch dazu bestellen, dann seid ihr da flexibler. Sollte der Skimmer nicht gut ziehen, kann es verschiedene Gründe haben. Beispielsweise eure Pumpe ist zu schwach. Achtet darauf, dass ihr eine mit ordentlich Leistung habt, die schön ansaugen könnt. Wenn es mal nicht klappt, versucht doch mal den ein bisschen anzuwinkeln. Also nicht 100% gerade auszurichten, sondern einfach mal im Winkel. Probiert's aus. Ihr werdet rausfinden, ob es besser geht. Ansonsten die Düse, die das Wasser hier einstrahlt, ist auch relativ weit unten. Das heißt, die Bewegung an der Oberfläche ist relativ gering. Kauft euch einen Adapter oder eine justierbare Düse, dann kriegt ihr da mehr Bewegung an der Oberfläche hin. Dann wird automatisch mehr zum Skimmer getragen und kommt auch mehr raus. Letzte Optimierung werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Kauft euch die Filtersocken. Es ist natürlich schön, dass der alles einsaugt, aber am Ende landet es dann alles in eurem Filter und in eurer Pumpe. Durch Backwash kriegt ihr das natürlich alles sauber, zumindest sofern ihr Filterglas oder Sand verwendet. Wie üblich, gerne abonnieren, dass ihr hier nichts verpasst. Ihr seht, ich weite mich auch langsam auf Pool-Themen aus. Es ist auch bei mir angekommen, dadurch, dass es immer heißer wird. Also abonnieren, Glocke, bis zum nächsten Mal.